Ja, ich danke ganz herzlich für die Einladung. Wir haben eben noch weiter geredet, wir beiden ReferentInnen nach der Pause. Wir kommen jetzt sozusagen per Hautfarbe von der anderen Seite und das hat mich auch lange bewegt. Als wer rede ich, worüber rede ich? George, du bist immer so schön dabei in deinen Texten, Frauen, KomponistInnen kennen ähnliche Probleme, das stimmt natürlich. Also mein erster Kompositionsprofessor hat in meiner allerersten Kompositionsstunde, bevor ich überhaupt meine Mappe aufgeschlagen habe, gesagt, Frauen können nicht mit Form umgehen. Aber ich bin natürlich trotzdem eine absolut weiß sozialisierte Komponistin und ich wäre auch unehrlich, wenn ich sagen würde, dass also meine Resistenz dagegen war, dass ich beim Komponieren, mir war das völlig egal, welches Geschlecht ich habe. Ich bin weiß sozialisiert, meine Großeltern haben Bach und Beethoven gehört und deshalb habe ich mich entschieden, nackt zu sprechen sozusagen. Also ich bin keine Soziologin, ich bin keine Musikwissenschaftlerin, ich rede jetzt nicht über die Theorie, sondern ich möchte eigentlich darüber reden, wie langsam ich es wahrnehme, dass sich wirklich die Dinge in den Köpfen verändern. Du sprichst in deinem Text auch so schön von der Langsamkeit der Dekolonialisierung in den Köpfen. Des Musikinstrumenten-Museums und Gäste des Filmcafés. Das Museum wird in Kürze geschlossen. Gut. Ihre Garderobe abzuholen und sich zum Ausgang zu gehen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Gut. Dear guests of the Zoom, the museum will be closing soon. Please collect your belongings and proceed to the exit. Thank you for your visit. So, ich habe eine Minute mehr Zeit. Also, ich habe mich entschieden, deshalb im Grunde über mich zu reden und über sozusagen zu reflektieren, inwiefern das, was wir hier kritisch betrachten, mit der Kompositionsgeschichte zu tun hat, aus der ich komme und in der ich aber auch versuche, die Dinge aufzufädeln, schon seit einiger Zeit. Nur einmal hatte ich eine ähnlich große Angst vor einem Vortrag wie vor diesem hier. Doch er liegt über 30 Jahre zurück und sollte über Musik und Metaphysik gehen. Ich hatte Angst, nichts zu sagen zu haben. Diese Angst habe ich bei unserem heutigen Thema nicht. Direkt nach der Einladung begann mein Kopf zu rauschen. Er rauscht schon seit langem. In Jurys, Wettbewerben, Konzerten, Festivals und an den Hochschulen, in denen ich lehre, ist Rassismus allgegenwärtig, manchmal untergründig, manchmal laut. Allein aus den vergangenen 7 Wochen könnte ich Ihnen 3 Beispiele nennen, die so signifikant waren, dass sie mich zum Handeln provozierten. Doch auch in meiner künstlerischen Praxis beschäftigt es mich, in welche Modelle von Postkolonialismus ich hineinsozialisiert bin und welche ich reproduziere. Es hat mich deshalb berührt und gefreut, dass George und Harald auf die Idee kamen, mich zu diesem Symposium einzuladen. Ich danke euch für euer Vertrauen. Doch jedes Mal, wenn meine Vorbereitungen konkret wurden, kam wieder diese Angst. Wenn ich zum Beispiel jene 3 Fälle aus den vergangenen 3 Wochen erläutern würde, sitzen dann nicht all jene Menschen hier im Raum, die denken, wem sagt sie das? Wenn ich das Schaffen einzelner KünstlerInnen reflektiere, die unter dem Begriff Afrodiaspora fallen könnten, bin ich dann nicht schon wieder am Einordnen, also Ausgrenzen? Ist jede Projektion von anderen falsch? Kann es Wahrnehmung ohne Projektion überhaupt geben? Wenn ich über die eigene Musik rede, soll es hier nicht gerade nicht um sie gehen? Verwende ich die richtigen Begriffe? Was übersehe ich? Wo sage ich Diskriminierendes, ohne es zu merken? Zu wem spreche ich also? Über wen? Was und wie? Und als wer? Lassen Sie mich in ein Beispiel springen, in dem vergleichbare Ängste im Raum liegen. Im Mai 2024 war der tansanische Musikwissenschaftler Imani Sanga an die Zürcher Hochschule der Künste eingeladen. Es ging um musikalische Hybridformen und Transformationen der Musik in Tansania und auch in Europa.
Sanga zeichnete den Weg der tansanischen Nationalhymne nach, wie diese an Luther-Choräle erinnernde, ursprünglich aus Südafrika stammende Melodie später zum Widerstandslied gegen die Apartheid mutierte, woraufhin sie sich in vielen Ethnien Afrikas verbreitete, dort aber wiederum mit regionalen Klangsprachen vermischte. Und inzwischen klingen diese missionarisch anmutenden Sounds von einst eher nach einem angeeigneten und lebendig gewordenen Material, denn nach einem übergestülpten Fremdkörper. Das zweite Beispiel, wie der Musiker Arnold Chivalala die tansanische Zitherseele mit der finnischen Kantele verschmelzen lässt, wodurch ein neues Genre entsteht, war ebenso eindrücklich wie inspirierend. Der Vortrag war fantastisch. Er fand im Rahmen einer Reihe statt, in der es um Musik ging, die in Hochschulen bislang kaum vorkommt. Man hatte also schon etwas Übung darin, Fragen anhand unvertrauter Themen zu stellen. Doch es ist etwas anderes, wenn eine Schweizer Anthropologin Gesangstechniken in anderen Kulturen vorstellt oder ein amerikanischer Musiker indische Ragas präsentiert, als wenn ein tansanischer Musikwissenschaftler von einer Geschichte erzählt, die augenscheinlich mit unserer verstrickt ist, die wir aber kaum kennen. Schweigen, Stille im Raum. Normalerweise hat der Moderator Freude daran gehabt, den Dialog zu eröffnen. Hier jedoch floh er fast von der Bühne, ließ Imani Sanga dort stehen und drückte erst der einen, dann später der anderen Frau im Publikum das Mikro in der Hand, nämlich der Philosophin Judith Siegmund und mir, mit der Formulierung: Ihr habt doch bestimmt was zu sagen. Intuitiv entschieden wir uns beide, unsere Fragen selbst zu befragen. Es entstanden spannende Zwiegespräche. Danach Schluss. Und so beginne ich mit meinem ersten Statement, nicht nur bezogen auf Sprachveranstaltungen, sondern auf das Kuratieren im Allgemeinen. Wenn weiße Menschen den Kolonialismus und seine Folgen, also auch die Diaspora, thematisieren wollen, reicht es nicht, damit assoziierte Personen und ihre Werke auf Bühnen und Plakaten auszustellen und oft nach einer Saison wieder verschwinden zu lassen. Wir müssen uns im Zeigen auch selbst zeigen. Nur so kann eine tatsächliche Transformation entstehen. Dann lernen wir nicht nur tolle Werke kennen, sondern durch die Begegnung mit ihnen auch die Altvertrauten anders hören. Wie zeige ich mein Hören im Komponieren? Ich komme aus einer Musikkultur, in der die Idee einer absoluten Musik herumgeisterte, es um den reinen Klang, die perfekte Struktur, den bezwingenden Ausdruck, die unbedingte Form, später auch das wahrhaftige Konzept, auf jeden Fall aber um den Fortschritt ging. Und immer vollzog sich dies in der musikalischen Schrift. Als ich mit 17 begann zu komponieren und Adorno zu lesen, hörte ich erst einmal auf, improvisierte Musik zu hören und zu spielen. Zwar gab es Risse, Zweifel und auch andere Versuche, doch der entscheidende Umbruch vollzog sich 2016. Das ist jetzt rede ich ein bisschen frei, das ist der Blick aus meinem Hinterhof in meiner Münchner Wohnung. Und im Sommer 2016 waren gerade 2 Häuser frisch renoviert auf der Ecke. Eigentlich für Menschen, für sozial benachteiligte Menschen. Doch als dann so viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, hat man sich spontan entschieden, diese Wohnungen den Geflüchteten zu übergeben. Und so hatte ich innerhalb von 1-2 Wochen eine neue Nachbarschaft. Also es waren plötzlich sehr viele andere Menschen im Hof, der auch sehr sozusagen, den wir auch teilen. Es war sehr berührend natürlich, diesen Menschen aus den verschiedenen Gegenden der Welt mit ihren komplexen und tragischen Geschichten zu treffen und mit ihnen in den Dialog zu treten. Es gab aber noch etwas anderes. Viele von ihnen brachten Gesänge mit. Gesänge, die man in dem Hof hörte, in dem normalerweise eben irgendwie die europäische Musik oder auch, weiß ich, natürlich auch Prince, aber jedenfalls nicht solche Gesänge zu hören waren. Es waren Gesänge aus Oralkulturen, Einladungen zum Aufgreifen, Weitertragen und Transformieren. Ich schrieb gerade an einem Orchesterstück und plötzlich, eigentlich von einem Tag auf den anderen, nahm ich meine eigene Musik anders wahr und fragte mich,
wen will ich eigentlich mit meiner Musik einladen? Ich spürte plötzlich die Grenzen, nicht nur meiner Musik, sondern vor allem der Normative, die ihr zugrunde liegen. So entstand die Idee, ein Interview mit einem syrischen Geflüchteten zu machen, Monat, und ihn zu fragen, wie er seine Nachbarschaft wahrnimmt. Also er wohnte nicht in dem Innenhof, sondern in Berlin, aber wir haben uns oft getroffen und irgendwann entstand dieses Interview und ich fragte ihn im Grunde genau das, was ich mich ja auch, also ich hatte meine Nachbarschaftsprojektion und ich fragte, wie ist eigentlich deine? Ja? Was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust? Daraufhin entstand ein Stück, von dem ich Ihnen einen Ausschnitt vorspielen möchte. Trauma. Können Sie ein bisschen mehr machen? Ist kein gutes Thema. Es ist mega kompliziert. Muss man das selbst erleben, um daraus zu lernen? Wer darf Traum sprechen? Ich. Die Flüchtlinge selbst, finde ich. Wer sonst? Es ist ein längeres Stück, das so in Sektionen stattfindet. Die ganze Komposition hatte ein paar Regeln. Die erste ist, der Text wird prinzipiell nicht gesungen. Es geht nicht darum, den Text auszudrücken, das steht mir nicht zu, sondern ihn immer in die Kollektive reinzulegen. Und wenn gesungen wird, dann mit geschlossenem Mund. Diese Regel habe ich nur durchbrochen, wenn es zu hoch war. Und die Idee war im Grunde zwei Aspekte. Es gibt einen Pattern, der kommt hier nicht vor, und es gibt sozusagen das Muster der Linearität. Und diese beiden sind im Grunde fast unabhängig von dem Gesagten, sind eher so etwas wie Flächen, die dem Gesprochenen zuhören. Also wenn ich jetzt etwas sagen würde und danach noch ja, und daraus würde ich jetzt Musik machen. Also das, was quasi aus dem Gehörten musikalisches Echo in meinem Körper ist, damit habe ich gearbeitet und daraus habe ich Narrative entwickelt, habe mich an Oralmusik auch orientiert, aber aus der Kultur, aus der ich komme, nämlich der Gregorianik. Heute würde ich auch sagen, dass das Stück mit zwei wesentlichen Ausdrucksformen von Trauma selbst zu tun hat, nämlich mit Dissoziation und mit dem Echo im Körper, also dem Atem und diesen Phänomenen, die auch komponiert sind. In Donaueschingen gab es einigen Gegenwind. Es gab drei hauptsächliche Kritikpunkte. Erstens, Musik muss autonom sein. Zweitens, das Stück sei einem zu nahe gegangen. Drittens, Vorschlag, ich hätte besser die Stimme von Monat samplen und dann vorspielen sollen. Also ehrlich gesagt haben mich alle drei Argumente sprachlos gemacht. Zum Ersten, was soll daran schlecht sein, wenn sich Musik in Beziehung setzt? Das ist zur Autonomie. Was spricht gegen Nähe? Und bei dem dritten Sample fehlten mir wirklich die Worte. Ich erinnerte mich sofort an das Ausstellen von Menschen bei sogenannten Völkerschauen in Deutschland um die Jahrhundertwende. Interessanterweise kamen jedoch noch über Nacht sehr viele andere Reaktionen jenseits des deutschsprachigen Raums. Ich bekam sehr viele Mails
von HörerInnen, die das völlig anders wahrgenommen haben. Der nicht deutschsprachige Raum fing allerdings auch schon in Frankreich an. Also seitdem bin ich zum Beispiel viel im Dialog mit Franck Madeleine vom IRCAM. Also es war eine sehr interessante Erfahrung. Und in Donaueschingen die Queer-Community, auch sehr interessant. Also Luxa Schüttler, damals noch M, wich eigentlich nicht mehr von meiner Seite. Also es war eine sehr interessante Atmosphäre. Gleichwohl, ich habe gemerkt, dass ich in meine Techniken des Zuhörens tiefer eintauchen möchte. Von da an war mein Projekt, Tools und Instrumente zu entwickeln, in denen ich sage, in meiner Musik geht es nicht um Ausdruck, sondern eher um Abdruck. Eine Musik, die sich seismografisch auf Dinge zubewegen kann. Jetzt mache ich einen ganz kurzen Parcours, wie das aussieht. Also ich habe mich entschieden, jetzt nicht Oralkulturen zu exotisieren, sondern einfach das zu analysieren, was aus meiner Kultur kommt, was ich noch am ehesten hören gelernt habe, die gregorianische Musik, die sehr noch auch die Geste im Klang hat und das Weitertragen von Narrativen. Das ist eine Analyse von mir, wo man sehen kann, dass durch die Phrasen hindurch Dinge immer wieder anders weitergetragen werden. Ich habe dann angefangen, und davon habe ich inzwischen Hunderte von, so schreibe ich inzwischen, meine Musik entsteht inzwischen so, dass man könnte sagen, ich mache Oralkultur mit mir selbst, weil das Ich von heute ist ein anderes von morgen. Und ich habe Regeln, ich habe Instrumente für dieses Zuhören. Das ist nicht einfach jetzt Improvisation ohne Regeln, aber die meisten improvisierenden Menschen improvisieren ja auch mit Regeln. Es gibt Muster, aber ich muss auch immer spüren, wie sie heute auf mich treffen. Ich mache einen kurzen Parcours, wie das so aussieht. Das ist zum Beispiel eine Spur, die in dem Wort Ich liegt, in meiner noch nicht aufgeführten Oper Im Dickicht. Hier mal eher auf der Tonhöhenebene. Noch ein anderes Beispiel, Signaturen, Einschreibungen. Hier einmal, wo ich das Ganze eher sozusagen in Musterbildungen durchkonzipiert habe. Und hier das krasseste Beispiel, da endete die Phrase einfach mit der Größe meines Schreibtischs. Ein Stück, was dann ein paar Jahre später entstand, ist inspiriert worden durch, ach so, ja genau, das sind noch so für die ExpertInnen unter Ihnen, also für diese Narrative braucht es auch so etwas wie Modi. Und ich arbeite, dass man sozusagen bestimmte Dinge auch weitergeben kann und andere transformieren. Da habe ich aus der Overtonskala eine Art Modus. Hier könnte man Netzwerke entwickeln zur Weitergabe, aber das überspringe ich jetzt mal. 2019 traf ich bei einer Residenz Mbarek Boucici. Wir waren 6 Wochen zusammen in Italien mit anderen KünstlerInnen und haben uns vom ersten Tag an sehr intensiv ausgetauscht. Und im Grunde ging es dauernd darum, wir haben uns gegenseitig gezeigt, was wir so tun und auch woher wir kommen. Manchmal saßen wir vor dem Computer und er hat mir einen marokkanischen Gesang vorgespielt, hat mich gefragt, was hörst du? Ich habe ihm eine Messe von Josquin vorgespielt, habe gefragt, was hörst du? Das war sehr, sehr spannend. Wir haben uns natürlich auch über unsere Konzepte ausgetauscht. Und während dieser Dialoge erzählte er mir irgendwann, dass seine Familie kommt aus dem Senegal und dass er sozusagen in sich 2 Erfahrungen trägt. Also Marokko thematisiert den Kolonialismus in Bezug auf Frankreich, aber es gibt auch nochmal für die schwärzeren Menschen in Marokko auch nochmal ein eigenes Thema gegenüber den hellhäutigeren Marokkanern, das im Grunde nicht thematisiert ist. Und das hat mich irgendwie sehr berührt, aber ich bin auch, jetzt greife ich das Wort von Harald auf, in Resonanz gegangen. Ich kenne Unsichtbarkeitsphänomene auch aus meiner Biografie. Dinge, die für einen selbst groß sind in der eigenen Existenz, aber irgendwie nicht existieren sollen und man sich deshalb auch im blinden Fleck fühlt. Und so entstand die Idee, über das Phänomen, das komplexe Phänomen von Zugehörigkeit ein Stück zu machen. Ich entdeckte dann auch, Invisible heißt das, ich entdeckte dann auch noch dieses Bild über ein bis dahin unentdecktes Volk in Brasilien. Und was ich an dem
Bild so berührend finde, das ist, dass die Menschen nach oben gucken und plötzlich stellt sich die Frage, wo möchte man hingehören? Also wenn man sich nach außen orientiert, ist dieser Kreis verloren gegangen, aber wenn man sich wieder nach innen orientiert, weiß man auch, dass man sich gegen einen anderen entschieden hat. Und so entstand die Idee, ein Setting zu entwickeln, das Ensemble kreisförmig ums Publikum herum aufzustellen, da zwischen dem Vokalensemble und den Instrumenten ist das Publikum und das Vokalensemble steht selber im Kreis und singt nach innen, aber immer wieder wenden sich Einzelne nach außen. Und es war eigentlich die Idee, einen unlösbaren Konflikt zu komponieren, dass man immer, wenn man sich der einen Gruppe zuwendet, der anderen abwendet. Und erst dachte ich sozusagen, das Stück hat viel mit Macht zu tun. Dann hat es aber eine andere Wendung genommen. Mbarek Bouchichi hat 2021 einen Zyklus von Porträts gemalt. Er ist eigentlich normalerweise Installationskünstler, aber da hat er Porträts von Menschen gemalt. Manche kennt er, manche kannte er, manche kennt er gar nicht. Das ist ein großer Zyklus. Und bei der Veröffentlichung, bei der Vernissage, die ich nicht besuchen konnte, weil da gerade Corona war, stand dieser Text an der Wand, den ich abgeschrieben habe. Ich lese ihn in Französisch. J'aime me laisser aller à ces lieux en suspens sur lesquels les pesanteurs sociales n'ont encore aucun effet. Ces non-lieux qui défendent l'histoire et où le regard peut s'exercer librement. Comme dans une auberge espagnole où les apports des uns des autres sont pour ainsi dire communalisés, pour le bonheur de tout le monde. Seul dans un parallèle contexte est-imagé, la transformation pourrait être opérable, reproductible. Et l'on saura dans la foulée passer d'une Realität à une autre. Ich habe ihn dann gefragt, ob ich diesen Text verwenden darf und tatsächlich hat dieser Text meinem Stück eine vollkommen andere Wendung gegeben, weil es ja in dem Stück im Grunde um Resonanz geht. Und es entstand dann letztlich eine komplexe, lange Komposition, dauert eine Dreiviertelstunde. Wenn Sie dieses linke Beispiel anschauen, sehen Sie, dass 3 Stimmen sich nach außen wenden, 3 haben Sie im Rücken, die sich nach innen wenden und es gibt diese Pfeile und die Pfeile markieren, in welche Richtungen etwas aufgegriffen wird. Das sind dann wieder diese Weitertragtechniken, die ich Ihnen gezeigt habe. Manchmal geht sozusagen die Musik nach außen, dann geht sie nach hinten, aber von hinten gibt sie einem auch wieder einen Schub, weiterzugehen im Klang. Ich spiele das einfach mal kurz an.
springe jetzt ein wenig. Das waren jetzt einfach 2 Beispiele. Ich versuche, Instrumente zu entwickeln in meiner Musik, mit denen ich anders auf Wahrnehmungen zugehen kann, die ich als in meiner Tradition tabuiert wahrgenommen habe. Jetzt arbeite ich gerade an einem Stück fürs IRCAM und da geht es um das Verhältnis vom Individuum zur Masse und ich habe mich zum Beispiel im Sommer sehr viel mit Aufnahmen von Massen beschäftigt und habe festgestellt, das könnte ich in einem Jahr, würde ich da gerne mal eine Stunde drüber reden, wenn man vergleicht, wie Martin Luther King zu einer riesen Menschenmenge spricht und ein Jahr später John F. Kennedy, wie Martin Luther King singt, während der andere so macht. Das Publikum von Martin Luther King langsam, eine Geste des Hörens, ist sehr beeindruckend. Also Tausende von Menschen und das Hören entfaltet sich völlig anders. Und bei Kennedy, ja! Und ich ahne, wie viel kulturelles Echo in diesen Gesten drin steckt. Und ich arbeite daran, mit meiner Musik an solche Phänomene hörend heranzugehen. 2 Exkurse, bevor ich zum Schluss komme. Erstens, German Conducting Award 2000, das müssen Sie jetzt hier jetzt kommt man da nicht, okay. German Conducting Award Oktober 2025 Köln. 12 ausgewählte Kandidatinnen probten während einer Woche mit dem WDR-Orchester und dem Gürzenich-Orchester. Bis zum Abschlusskonzert verblieben 3, einer bekam den Preis. Luis Toro Araya aus Chile fand ich von Anfang an außergewöhnlich und ich war damit auch nicht allein. Auch die DirigierkollegInnen von Luis, das muss man deutlich sagen, waren ungemein gut. Doch bei ihm, der wieder und wieder in die nächste Runde kam, fragte ich mich, ob es irgendwann eine stumme Hürde geben würde. Eher war es ein dumpfes Gefühl. Und dann lag plötzlich eine Frage im Raum, die wiederkehrte. Ist er vielleicht arrogant? Ich konnte sie bei diesem fokussierten und höflichen Dirigenten in keiner Weise nachvollziehen. Jedoch auch meine Lesart beschäftigte mich. Ich nahm wahr, wie Luis Schichten aus der Musik herausholte, er von innen als von oben dirigierte. Unwillkürlich dachte ich dabei an den chilenischen Kulturraum mit seinen Überlagerungen von kolonialen, indigenen und diasporischen Spuren. Ich meinte ihn im Sinne einer anderen Ressource zu hören, die mir weniger vertraut ist, die Stücke aber in besonderer Weise beleuchtet. Das hat mich sehr berührt. Doch ist das nicht ebenfalls eine Stigmatisierung? Wäre es nicht besser, jegliche Kontextualisierung wie in einer Meditation abzuschütteln? Luis bekam den 2. Preis. Das ist eine große Ehre. Und ich verspürte den Wunsch, später nochmal mit ihm zu sprechen. Nach ein paar Wochen schafften wir es, am selben Ort zu sein und trafen uns in einem Café. Wir waren uns einig, dass der vorbeirauschende Verdacht, arrogant zu sein, kaum hochgekommen wäre, käme er aus einem europäischen Land. Vermutlich erwartet man von einem Chilenen eine andere Dankbarkeit. Und er war interessiert an meiner Wahrnehmung, seinen kulturellen Hintergrund in seinem Dirigat zu hören. Ich hatte das fragend formuliert, doch er griff es auf, das Gespräch differenzierte und verzweigte sich. Am Ende fragte ich ihn, was ich im Vorfeld schon angedeutet hatte. Darf ich auf dem Symposium in Berlin von meinen Wahrnehmungen und unserem Gespräch erzählen?
Identifizierst du dich überhaupt mit diasporischen Wurzeln? Er bejahte beides. Und könntest du den Hintergrund aus Afrika oder Sklaverei in deiner Familie als besondere kulturelle Prägung herauskristallisieren? Nein, wir mussten beide lachen. Warum erzähle ich diese Geschichte? Erstens, weil ich ein weiteres Statement von mir geben möchte, nämlich, dass wir mutmaßlich von Rassismus betroffenen Personen auch davon erzählen sollten, wie in diesem Fall von dem Verdacht der Arroganz. Das ist unangenehm, auch mich kostet es Mut, aber das Schweigen verlängert die Prinzipien der Macht. Zweitens, weil sie mich lehrt, wie Projektionen zwar das Potenzial einer Ausgrenzung in sich tragen, das weiß ich als Komponistin nur zu gut. Aber ebenso das Potenzial zur Begegnung, wenn wir sie fragend zur Verfügung stellen und bereit sind, sie gemeinsam zu verschieben. Und drittens, weil ich ein weiteres Puzzlesteinchen setzen möchte, hier und jetzt, ladet Luis Toro Aria ein, auch für die zeitgenössische Musik. Er ist ein fantastischer Dirigent. Zweiter Exkurs vor meinem Schluss. Kolloquium mit der Kompositionsklasse. Derzeit behandeln wir das Thema Harmonik, jedoch nicht kanonisch, sondern phänomenologisch. Wir untersuchten, wie sich Melodik, Stimmung, Klangraum, Farbe und Zeitgestalt gegenseitig beeinflusst haben. Dafür sind wir über die pythagoreische Stimmung eingestiegen und haben eine Linie von der Gregorianik über das Mittelalter und die Renaissance direkt hin zu Harry Partschs Harmonik und Spektralmodulation gezogen. Das große Zeitalter der tonalen und später 12-tönigen Musik haben wir einfach mal ausgelassen. Anschließend gingen wir wieder zurück zur pythagoreischen Stimmung, stiegen erneut in die Gregorianik ein, zogen diesmal aber weiter in die arabische Musik mit ihren Makro- und Mikroskalen und formalen Knüpftechniken. Ähnliche Verfahren fanden wir dann auch in den Jazz-Improvisationen, ich habe gerade gelernt, Jazz darf ich nicht sagen, in den Improvisationen von Aruan Ortiz und in Mouth Mantra von Björk, obwohl sie ganz anders klingen. Vor diesem Parcours zeigte ich Ihnen eine Memosyne-Tafel von Ebbi Warburg mit ihren bildhaft gewordenen Erinnerungslinien quer durch die europäische Kulturgeschichte. Später fiel mir noch ein, dass es auch vergleichbare Arten von Memosyne-Bildprojekten bei indigenen Völkern in den USA gibt, wie ich einst von dem Anthropologen Carlos Severi lernte. Und am Ende klangen die arabischen Melodien plötzlich nicht mehr fremd und exotisch. Daraus folgt ein drittes Statement. Wenn wir die Gegenwart angesichts postkolonialistischer Perspektiven neu beleuchten wollen, sollten wir auch die westlich konstruierten Geschichtslinien aufbröseln und mit neuen Verbindungen experimentieren. Das muss nicht nur ein moralischer, sondern kann auch ein lustvoller Akt sein. Nicht zuletzt höre ich viele Werke afrodiasporischer KomponistInnen und Improvisierender als akustische Memosyne-Projekte. Sie erzeugen neue Vernetzungen meines Hörens. Schlusswort. Was habe ich davon, mich mit dem Thema Dekolonialisierung zu beschäftigen? Abtragen von kollektiver Schuld wäre als alleiniges Motiv gefährlich. Angesichts der Weltpolitik wissen wir, wie oft solche Motive einen Gegenschub erzeugen. Jedoch ganz einfach. Ich lerne neue, spannende Werke, Ausdrucksformen, Klangsprachen, Blicke in die Welt und ihre Geschichten, Visionen, Ästhetiken, Reflexionen und Zugänge kennen. Sie haben andere Hintergründe. Der meinige verursachte deren Trauma. Doch die KünstlerInnen und KomponistInnen entscheiden sich, sinnlich zu mir zu sprechen. Dafür bin ich zutiefst dankbar. Und von selbst verschieben sich dadurch die Grenzen meiner Wahrnehmung und meines Denkens. Was kann man sich weitreichenderes von Kunst, Literatur und Musik wünschen? Zudem, ich komme nochmal zurück auf meine Angst. Sie trägt, ähnlich wie meine Wut, eine Dimension in sich, die über meine Biografie hinausreicht. In beiden familiären Strängen gibt es zurückliegende Erfahrungen, die ich noch in meinem Körper spüre. Die eine werde ich nicht vollständig rekonstruieren können, die andere reicht aller Wahrscheinlichkeit nach in die Mitte des 19. Jahrhunderts.
Beide haben mit Gender zu tun und mit Themen, die bis heute kaum gesehen werden wollen, obwohl sie allgegenwärtig sind. Die Wut von James Baldwin in seinen literarischen Werken wie in Interviews und von dem Historiker Chris Manjapra sowie der Schriftstellerin Yvonne Adjambo-Ovor, ich entschuldige mich auch für schlechte Prononzierung, bei Podiumsgesprächen, als ob Kolonialismus, Verschleppung, Plantagenwirtschaft und Sklaverei erst gestern geschehen wären, kann ich von innen nicht kennen. Das Gefühl aber schon. Ich spüre eine Resonanz. Und ich bewundere ihre Transformation in literarische Sprache und Wissenschaft. Ich verehre, wie Edouard Glissant eine von seiner Herkunft geprägte Poetik mit globalen Reflexionen verstrickt. Wie George Lewis verloren gemeinte Stimmen in seiner Musik kraftvoll wieder auferstehen lässt und neu kontextualisiert. Wie Hannah Kendall eine afrodiasporische Trauermusik entwickelt, in der zitierte Musik des westlichen Kanons zu einem gespenstischen Geklimper wird, wie ich sie übrigens oft ähnlich höre, und wie Jess Lancaster überhaupt alle Kategorien neu zusammenfügt. Ich lerne dadurch nicht nur neue Werke kennen, sondern auch neue Instrumente der Geschichte und Gegenwart anders zu begegnen, sie anders zu spüren und zu verstehen, als es die westlich kanonisierte Musikgeschichte mir einbläuen wollte. Wer könnte sich davor verschließen?